Also wie man hier mit dem Fahrrad hochfährt, ist mir unbegreiflich. Hallihallo! Die Côte d'Azur-Pause war herrlich, aber jetzt wird's wieder wild. Schluchten, Pässe und sogar ein bisschen Tett. Europa, also meine CF Moto 450 und ich starten hier in Pierrefeu-du-Var in Richtung Verdun-Schlucht. Ja, und hier wächst der Oleander wie Unkraut am Wegesrand. Es ist einfach schön hier. Es geht jetzt stetig bergauf Richtung Norden hinein ins Haute-Var. Und ich merke schnell, warum das Var als das waldreichste Departement Frankreichs gilt. Hier zeigt sich die Provence von ihrer wilden und grünen Seite. Die Straßen werden breiter, die Kurven sanfter und ich gleite schnurgerade durch diese dichten, schattigen Wälder. Es duftet intensiv nach Kiefern, Pinien, Steineichen, ein wunderschöner Kontrast zum Trubel an der Küste. Genau unter diesen Bäumen, an denen ich gerade vorbeifahre, suchen die Einheimischen im Winter nach dem schwarzen Diamanten der Provence, die Trüffel. Ich mag zwar keine Trüffel, aber dafür genieße ich die einsame Fahrt durch diese riesigen Wälder in Richtung Verdun. Immer wieder kann ich den Lac de Saint-Croix durch die Bäume schimmern sehen. Der See wurde erst in den 70er Jahren durch die Aufstauung des Verdun erschaffen, um Trinkwasser und Strom zu liefern. Dafür musste damals sogar ein ganzes Dorf im Wasser versinken. Ich rolle direkt auf die Pont du Galetas zu. Diese Brücke trennt zwei völlig verschiedene Welten. Links liegt der riesige, ruhige See und wenn ich nach rechts schaue, blicke ich dann direkt in die gigantische Schlucht vom Gorge du Verdun, wo das eiskalte, unwirklich aquamarinfarbene Flusswasser aus den Bergen in den See fließt. Auch wenn ich diesmal nur über die Brücke fahre und die Schlucht selber rechts liegen lasse, dieser Blick von hier oben ist einfach jedes Mal ein Highlight. Ja, hier vorne endet der Gorge du Verdun. Ich war schon vor 2 Jahren einmal hier. Da bin ich die Route Grande Alpe gefahren und habe einen Abstecher hier an die Verdun-Schlucht gemacht. Auch eine der größten Canyons Europas, vor allen Dingen sehr tief, sehr hoch, aber nicht so lang. Heute werde ich den Canyon nicht befahren, aber ich werde am Canyon-Ausgang, da ist das Wasser, hatte man eine tolle Farbe, werde ich eine kleine Pause machen. Ja, ist schon jedes Mal schön. Mal gucken, ob ich hier irgendwo parken kann. Weiter geht's. Aber richtig unangenehm wird es, wenn Autofahrer Radler überholen und dabei komplett auf meiner Spur entgegenkommen. Nach dem Schreck geht es noch ein Stück am See entlang und dann verlasse ich den Verdun und fahre gen Norden hinein in die nördliche Provence. Sehr schade, dass die Lavendelfelder noch nicht blühen. Hier sind Lupinen, Weizen und eben auch immer die Lavendelfelder dazwischen. Hier rechts zum Beispiel. Ah nee, das ist gar kein Lavendel. Das sind irgendwelche Blümchen. Ja, das ist die Provence nördlich vom Gorge de Verdun. Jetzt bin ich in Richtung Gap unterwegs. Sisteron und Gap. Ja, hier parallel zur Route Napoleon geht ein bisschen Tett entlang. Und ja, das ist deutlich schöner zu fahren. Ja, und entlang der Straße ein schönes Plätzchen gefunden, wo ich jetzt mein Mittagessen machen kann. Wunderbar. Vor mir taucht jetzt die spektakuläre Kulisse von Sisteron auf, auch bekannt als das Tor zur Provence. Wie sich die Stadt hier an diesen gewaltigen, senkrecht aufragenden Felsen schmiegt,
und oben von der alten Zitadelle gekrönt wird, sieht schon im Vorbeifahren gigantisch aus. Wir sind langsam wieder im Gebirge, die Straßen werden kleiner und machen richtig viel Spaß. Das hier ist auch ein Teil des Trans-European Trails, also des TETs, ist hier asphaltiert, aber landschaftlich echt schön. Da fährt man hier so durch einen Durchbruch, also es hat schon was. Jetzt wird es nochmal spannend. Oh, die sind schon ziemlich eng. Das ist aber ein spannendes Sträßchen hier. Ist aber wirklich schön hier oben. Also, dass das ein Teil des Trans-European Trails ist, kann ich verstehen, auch wenn es asphaltiert ist. Aber ja, ist ja wirklich ein Traumsträßchen. Ist ja auch ein geiles Panorama hier oben runterkommt. Das ist jetzt der Anstieg auf den Mont Colombis. Und hier geht auch ab und zu die Tour de France hoch. Absoluter Wahnsinn. Auf dem Moped kann ich nur im ersten Gang mich hier diese engen Gassen hochquälen. Und man sieht es in der Kamera immer nicht, wie steil es ist, aber es ist brutal. Also wie man hier mit dem Fahrrad hochfährt, ist mir unbegreiflich. Kann man mal einen zweiten schalten, das ist irre. Absolut irre. Das geht 10 Kilometer hier so nach oben. Kurze Richtigstellung. Tatsächlich habe ich herausgefunden, dass die Tour de France hier gar nicht hochfährt. Da es eine Sackgasse ist, hätte das gesamte Peloton oben schlicht auch gar keinen Platz. Viele Infos im Internet und sogar seriöse Medien verwechseln den Mont Colombis immer wieder mit dem Grand Colombier. Da bin ich bei der Vorbereitung meiner Tour auch drauf reingefallen. Regionale Rennen und Radsport-Events stellen sich diesem extremen Anstieg dagegen sehr wohl. Und das ist einfach immer noch unglaublich bei Steigungen von bis zu 18%, die fast nie abflachen. Ja, ich bin noch nicht oben. Da muss ich noch hin. Das sind noch ungefähr 2,5 Kilometer. Aber tatsächlich, ich brauche ein Päuschen. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, mit dem Fahrrad hier hochzufahren. Also das ist eine absolute Unmöglichkeit für mich. Der Blick hinab in die Schlucht ist genial. Denn hier verbirgt sich ein echtes geologisches Phänomen. Die Demoiselles coiffées, die frisierten Damen. Diese bizarren Erdsäulen entstanden nach der Eiszeit. Der Regen hat den weichen Schutt ringsum weggewaschen, aber die riesigen Felsbrocken obendrauf wirkten wie Regenschirme und haben das Material darunter geschützt. Ja, und auch der weitere Ausblick ist auch nicht von schlechten Eltern. So, ich bin ganz alleine hier oben. Vor mir der Lac Serre de Ponton oder Ponson. Wie es genau ausgesprochen wird, weiß ich mal wieder nicht. Aber es ist ein Irrsinnsausblick hier. Das ist sicher ein weiterer Wow-Moment heute. Ich stehe auf über 1700 Meter und früher war dieser Gipfel wegen seiner perfekten Rundumsicht ein wichtiger Signalposten. Zu meinen Füßen liegt der riesige Lac de Serre Ponson, eingerahmt von dieser mächtigen Alpenkulisse.
Von hier oben wirkt der See fast wie ein norwegischer Fjord, der sich durch die Berge schlängelt. Zum See selbst und der gigantischen Staumauer erzähle ich euch gleich unten am Damm noch ein bisschen mehr. Aber dieser Blick hier oben, den muss ich jetzt erstmal ganz in Ruhe sacken lassen. Nach diesem Highlight im wahrsten Sinne des Wortes geht es an die Abfahrt. Zuerst wedle ich durch dieses schattige Wäldchen hier oben und jetzt rolle ich direkt in den Ort Theus hinein. Ich hoffe, die Kamera fängt bergab besser ein, wie steil diese Straße eigentlich ist. Ich fahre jetzt durchs Tal zum Aussichtspunkt direkt über der Staumauer. Der Lac de Serre-Ponçon ist der größte Stausee Frankreichs und die Mauer gehört zu den größten Erdstaudämmen Europas. Über 120 Meter hoch und die Basis ist rund 650 Meter dick. Für dieses Riesenprojekt wurden in den 50er Jahren ganze Dörfer geflutet. Heute liefert der Damm sauberen Strom und bändigt das Schmelzwasser der Alpen. Ist schon beeindruckend hier. Mitten im See gibt es eine lange Brücke zum Ort Savines-le-Lac. Ziemlich cool, bei dieser Kulisse über diese lange Brücke zu cruisen. In Savines-le-Lac befindet sich mein Quartier für diese Nacht. Ein kleines Hotel direkt am See. Direkt am Hotel stolper ich über diese Statue hier. Sie sieht ein bisschen aus wie eine griechische Göttin, ist aber die französische Marianne. Und sie hält tatsächlich keine Flagge oder ein Schwert, sondern Blitze in der Hand. Auf den Blitzen steht Menschenrechte. Eine geniale Symbolik, denn hier sind die Menschenrechte also als Waffe der Republik gegen die Tyrannei gemeint. Mit diesen Eindrücken geht ein genialer Tag zu Ende. Der Verdon, die Haute-Provence, das Tettsträßchen und der Mont Colombes waren echte Highlights. Und zum Abschied zeigt sich der Lac de Serre-Ponçon noch einmal von seiner schönsten Seite. Macht's gut, danke fürs Mitfahren.